Alles klar, Digga. Alles klar, Digga. Ja, okay, gut. Sound funktioniert mal wieder, endlich. Ja, Leute, und ich habe dabei ein neues Mikrofon. Ähm, und ich würde sagen, wir runnen jetzt mal hier in CS rein. Wahrscheinlich auch gleich nochmal raus morgens. Also, möchte. Wollen. Müssen. Möchte. Genau. Oh. Hoppala. Huch. 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 Ich kann ja nicht mehr. Oh, ich wurde da ja schon weggebannt. Skr, skr. Alter Junge. Was für die Scheiße, Junge, für Gas ist hart. Ah, Junge. Das ist ein Müllpasswort manchmal. Wirklich. Irgendwie in der letzten Zeit, wo ich cheate, fühle ich mich irgendwie gut. Ja, ich weiß nicht warum. Aber ich fühle mich gut. Digga, vor allem da hatte ich gerade kurz echt Angst bekommen, ne, dass mein Account schon lange weg ist. Dass der Account schon wieder weg ist. Ja, oh, oh, oh. Ups, Whoppala. Oh, oh, ähm, äh, okay, ne. Nicht lustig, gut. Und jetzt hätte ich wieder so, wollen wir direkt rein? Ja, wir rennen direkt rein. Ich will nie wieder Office, Digga. Absolut die Cheater-Fotzen. Office, der ist, ja, Standardkarten halt, ne? Ja, halt die ganz normalen Karten. Wie viele suchen? 7000 Leute. Wenn ich das hier in unter 30 Sekunden kein Match finde, ist das Spiel absolut Müll. Unter 30 Sekunden oder das Spiel ist Müll. So ein ist das. Und das meine ich ernst spielen. Okay, sieht schlecht aus. Naja, ist das Spiel halt Müll, wa? Man kann ja nicht alles haben. Ne? Okay, wir sagen unter einer Minute. Unter 1,5 Minuten. Wenn ich dann kein Match finde, gehe ich nochmal kurz in Training Grounds und tu mich einmoven. Ist halt übelst funny, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, wie viele noch dieses Spiel eigentlich spielen, Digga, obwohl es voller Hacker ist, ne? Es ist voll gemacht mit Cheatern. Wie viele es noch spielen. Aber was soll man machen, Digga? Dann haben sie das Spiel einfach kostenlos gemacht und ja, lass den Cheatern freien Lauf, ne? Easy mal eine neue, easy mal eine neue E-Mail gemacht, neuer Account, wieder reincheaten, gebannt, easy neuer E-Mail, neuer Account, reingecheatet, gebannt. Es ist halt echt absolut.
Mensch, CS, Alter, was ist denn jetzt? Sau, wirklich. Es ist ja langsam grässlich wieder. Das Instant schon wieder einmal noch abfuckend. Es fuckt Instant auch noch, es fuckt Instant ab. Es ist so nervig. Ich versuche mal Glück hier. 779 Spieler in Wingman. Ach du Scheiße. ...560. Bro. Okay, komm. Also, jetzt muss aber hier Butter bei der Fische. Komm. Danger Zone. Ey, das wird's ja wohl noch sein, oder? Danger Zone? Danger Zone? Zone Danger? Zone Danger, Danger Zone. Mann, Junge. Crap, Alter, der Ehrenkollege. Kam mir der absolute Ehrenbrief von gestern aus meinem Match, Digga. Oh, ich hab ihn eingeladen. Ups, das ist falsch komisch. Er wurde absolut hops genommen. Er wurde. Da kann man ja weggebannt. Ja, warum? Hat gar nicht gemacht. Stimmt, er hat reingeswirft und war zu gut. Rocket auch übelst korrekt. Aber Chill hat safe auch. Gar keine Frag. Ich kann nicht. Ey Junge, komm jetzt, ey, ich will spielen, Mann. Es fuckt wirklich einfach nur ab, dieses Spiel. Es fuckt nur noch ab. Ich war doch aber gerade absolut keinen Bock auf Rainbow. Weil jetzt sind alle halt tot. Die
Man findet nichts, Digga. Das ist so bad. Geschätzte Suchzeit 3 Minuten 40. Was ist denn das für ein Scam? Ja, geh halt noch höher vielleicht, Digga, wirklich. Junge, ich will doch einfach nur ein Spiel jetzt wenigstens in dem Livestream machen, Alter. Eins wenigstens. Aber nein, warum sollte man? Ja, doch sinnlos. Ja, doch sinnlos. Warum kann ich ja nichts machen? Komm, fehlt ja nicht. Es ist echt schlimm, ne? Dass man kein Spiel mehr findet. Ich gehe halt gleich einmal bei Bots oder so rein, Digga, wirklich. Das ist so nervig. Na komm, Chaos einmal leise, wirklich. Ich will noch irgendwas machen, ne? Noch irgendwas spielen. Nervig sowas. Kommt man nicht immer mehr dazu, ein scheiß Game zu finden bei 500.000 Spielern. Bei über 500.000 Spielern, bei fast 600.000 Spielern findest du nicht mal ein Spiel, wo 5.000 Leute suchen. Ein Spiel. 5.000 Leute suchen ein Spiel und du findest keins. Von von fast 600.000 Spielern suchen 5.000 Leute und man findet kein Spiel. Krass, oder? Echt? Wir haben noch Respekt. Ja, was ist denn das jetzt hier? Jawohl. Ey, du willst mir das pranken, Alter. Junge, wirklich, ne? Dieses Spiel will mich echt verarschen, ne? Eine Aufwärmphase bei Bots. Aufwärmphase. Die man bei normalen Spielern hat. Gibt es jetzt bei Bots. Oder was? Ja, ich wollte sagen. Was soll das? Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Was ist denn das? Komm schon, komm schon. Mad. Mad, Digga. Counter-terrorists win. Ich muss meine Aggression noch rauslassen, Alter, beim Spiel. Wirklich, das ist so eine Frechheit, Digga. Ich suche bei 500, bei fast 600.000 Leuten ein Scheißspiel, Digga, wovon keine Ahnung, wie viele suchen auch noch, ne? Und findet nichts. Nichts, Digga. Go, go, go. So eine Frechheit. Ich wundert, dass das Spiel komme. Ich wundere, warum bei denen die Spielerzahlen runtergehen, wenn die nicht mal ihre Server in den Griff bekommen. Counter-terrorists win. Move it, son.
Ach so, klar. Ach, ich habe Grenade Prediction noch an. Oh, nee. Flashbang. Deploying flashbang. Ich mach's mal ein bisschen DJ-Action. Kein Bock auf anderes zu hören. Das sind eh nur Bots. Man findet ja kein Spiel. Das soll man da ja auch wirklich spielen, ne? Move. Throwing flashbang. Ah, nee, Digga. Schön, das sind Bots, Digga, die rennen nicht wie Usain Bolt. Die rennen nicht direkt rein. Deploying flashbang. Hat der jetzt die Bombe? Ja, der nicht. Oh, ein Bot. Diffusing. Und Tap Action. Ja. Bereichen. Let's show them who we are. Ja, diese Nate Prediction, ja. Die fuckt so ab eigentlich. Kriege ich den Jump? Na, okay. Ah, Digga. Face Level 10, Digga. Ah, jetzt. Fuck. Drachenkunde. Wunderhübsch ist das Skin. Einfach nur wunderhübsch. Genauso wie das mal. These Das fellas are gonna regret waking up this morning. Und dann nicht so Lust auf das. Nee. Ah. Grenade Prediction. Throwing flashbang. Ah, Digga, das Go, Digga. Ich versuche das gar nicht mehr die Jumps zu machen. Ich bin absolut raus aus Faceit. Ich habe kein Faceit mehr gezockt. Ja, okay, dann. I'm defusing the bomb. Flashbang. Counter-terrorists win. Die AFB hat ja einen Aim Assist. Habe ich ganz vergessen. Ja, aber das wird Digga. Let's make this rain is rain. Franklin. Oh yeah. Counter-terrorists win. So, mal gucken. Vielleicht wird man ja jetzt ein Spiel. Schaut es sich an. Es sind fast 600, es sind in der Nähe von 600.000 Spielern, 5.000 Leute suchen und ich finde jetzt noch immer noch nach 10 Sekunden kein Game. Junge, eigentlich müsste ich direkt ein scheiß Game finden. Oder die ganzen anderen Leute auch. Eigentlich müssten wir alle jetzt ein Game gefunden haben. Das ist so schlecht, Digga. Und dadurch, und genau wegen so einem Scheiß, wundern die sich, dass die ganzen Spielerzahlen jetzt wie gerade schon die ganze Zeit wieder runtergehen. Und da wundern die sich. Guck mal, ich habe 5 Minuten 39, ich habe 5 Minuten 39 Suchzeit bei 2 Karten. Nicht mal annähernd in den 5 Minuten Suchbereich insgesamt hier zählen. 2,6, 2,38 sind keine 5 Minuten. Das schweige dann.
Das ist so eine Frechheit. Junge, das macht so aggressiv, Digga. Dann kann ich meinen Crosshair wenigstens ein bisschen noch einstellen. Mein Gott, Digga. Nee. No, ich will es halt so boxig haben. Kann ich jetzt mal ein Game finden? Schau das mal an, was eine einzelne Karte hier für eine Suchzeit hat. 4 Minuten 11. Und das sind die normalen Karten. Das ist eine neue Karte. Das ist eine neue Karte. Das ist eine neue Karte. Das ist so frech. Und dann die neuen Karten sogar eine längere Suchzeit, Digga. Ja moin. Ja moin, Digga. Absolut verloren, dieses Spiel. Dieses Spiel ist absolut verloren. Das Spiel ist in 2022 einfach absolut verloren. Das Ding ist so, wenn ich nicht streamen würde, ne, hätte ich jetzt lange schon ein Game gefunden. Ich wäre jetzt lange in einem Game drin und hätte schon gezockt, ne, aber nein. Ich will einmal CS Livestream, Digga. Dann wollen wir das einmal streamen. Und man findet nichts. Ich meine, ich könnte jetzt noch raustappen, ne, sagen, okay, ich bin auf meinem Smurf-Account, gehen wir noch in Apex rein. Oder, keine Ahnung, PUBG, I don't know. Das sind vielleicht in so ein Game reingehen, aber PUBG, Apex will ich nicht unbedingt auf meinen Smurf-Account reingehen. Mein Smurf-Account ist für CS gemacht, nicht für die Spiele. Oder wir gehen meist Samarka und machen irgendeine Scheiße. Aber ich habe keinen Bock mehr länger da zu schließen. Und das dauert zu lange. Wenn ich 20 Uhr raus möchte und 19:40 Uhr schon gehen muss, das ist so sinnlos. 9 Uhr, ja, machen wir mal ein kurzes Spiel, bitte. Komm, komm Leute. Kurzes Spiel. Jalla, rein da. Komm. Jetzt finde ich hier mal was. Ganz schnell. Ganz schnell, sonst ich hasse dich. Ich suche jetzt extra aus Prinzip ein kurzes Spiel, ne? Ist Overwatch hier irgendwas? Global Game. Wow, ich bin der Einzige, der einen Shit anhat. Let's go. Ich muss abonnieren, um meine Statistik zu sehen. Krass. Krass jetzt, Digga. Er macht nicht wie kostenlos, aber macht für eine Statistik Geld rein. Respekt. Wirklich. Einfach Respekt. Ey, yo, von
2, 13. Boah, ich würde, wenn was suchen mit. Ich würde was fühlen mit Simple. Simple war. Nee, stimmt, Simple war hier. Ah, ist aber auch wieder neue, ne? Hier. Nee, das. Kenny S. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt gleich ein Kenny S-Game rein. Na komm, scheiß drauf. Okay, wir können es schon laden. Können es auch nicht runterladen. ESL. Hier ist Simple drinne. Komm. Gönn. Ich will das Simple Game. Auch wenn die absolut verschissen haben. Ja, Bruder, 2016 hat ja Simple übelst reingeschissen. 11:18, Digga. 11:18. Die. Aber Simple ist auch so ein kleiner Motherfucker, ne? Der ist doch ein richtiger kleiner hat. Das ist ein richtiger kleiner Assi-Tryhard. Und das ist. Taco hat Beatles kassiert, Digga. Von Simple. Jetzt sind wir mit seiner Fade-Block, Digga. Oh. Roger that. Be huge if you were able to do that. But I mean, that opening from Liquid, that's sending a message. That's not anything tactical. That's just saying, yeah, we lost map 1. We're not scared. We're going to come into this. This is our map pick. We're supremely confident on it. And they're just telling SK that they're willing to bring the fight to him moving forward. And that's the important message, exactly. Loud and clear. SK now know that they're going to have their work cut out for them. They still have to win this map if they want that title. Elise straight down into drop, and they are once again looking to get into Look at this, how quickly Elise is just moving through the map, and now they can set up for the crunch onto the A site. Liquid. So long as Elise controls this space, it's going to look so good for the offense. Liquid, they can just bide their time and give Elise time to work, and there you go. Free kill on fire. There's only one left, and that's Fallen, and he's not there for long. Yeah, Cole managed to take out
Elish eventually, but gonna walk right into that headshot from Hiko with the AK in the middle. Taco hiding quite far away. I think he's still a little bit sort of wondering if they were gonna try and double fake it, but it will be an 8-play, and FNX and Taco, I mean, again, do you play for exit frags or do you try and save the whatever you have? It's 2,200 equipment value, not really that much on them. No, and you try and get a couple kills. You try and get some of these AKs away. See if you can just get anything. I mean, it looks like they're just going to be content to say if Liquid's going to retreat this way, they'll be more than happy to take the kills, but they're going to bring these into the next round. So no big loss for SK, and actually no real big gain either. No, this is nothing too crazy here for SK. We already have Cold prioritizing the AWP as well. His money is looking fairly good. Don't really expect him to be making that big investment in the next round. They finally win a pistol round, Liquid, though. That's a change. Yeah, that's a good start, and that's going to help out because I think before this pistol round they had lost 6 in a row in their previous three maps. So that's actually it's going to help out huge moving forward. I think the big thing is Elish. I'm not only on the pistol round, but even in the second round, just rushing down drop. He's just throwing caution to the wind. He's playing his role. He's not being scared to get up there. He has confidence that those kills are going to be traded. That pistol round, jumping over the ledge, staying aggressive. Even though he gets killed, JDM's there for the trade. And those are the kind of basics, those are the confidence-building kind of plays that's going to happen here that's going to make Elish into that monster that we've seen in the past in this tournament. He is definitely wrecked in phase, and so we'll have to see if he can do it again here on the second map. 2-0 lead for Team Liquid going into this hard eco for SK Gaming. It's only FNX who really has any kind of firepower, along with Taco. Fire has invested in a CZ75 by both Fallen and Cold. The double-op duo that was mentioned on the desk earlier, they're saving their money as much as possible here. Elish, again, very aggressive down and drop, just setting the pace and setting the tempo early on. Somehow, that's a USPS that Cold managed to take him out with. Shows you how dangerous he is. Yeah, this is actually the very same tactic that was just ran by Team Liquid in the last round. So SK, they've actually rotated a third member. There's a really nice crossfire setup. Simple doesn't have a Molotov to force anyone out. He's actually got the bomb and an AK, and he's all alone here. If SK was to pounce or somehow get just a lucky kill, that would be very dangerous. Yeah, that is a little bit of a scary scenario. But he's going to back off. It looks like JDM and Nitro as well, rotating over towards that A site. And obviously, they were close enough to hear that. The guys holding it underpass for SK, so they're going to start rotating over towards the B site. Everybody here for SK soon. And Liquid, they aren't even out onto the site yet. 50 seconds left, and Simple gets away. Very subtle Taco. Instant headshot on Simple, and that drops the bomb. SK getting damn confirmation that Liquid are coming to this bomb site. Need to do more than that. Taco will be going down, so it's a 3-on-3. And Liquid should be winning this round. They've got 35 seconds still left. Smoke goes up to try and sow out the bomb. Almost a lot of trouble. In fact, he runs out of bullets. He's going to end up going down. Now it's a 2-on-2 and 25 seconds. That bomb blast down. No, it's going to be denied. It's all on Hiko now. 1 versus 2. Already down to half HP. Oh no! SK, they're going to win the round. Cold Sierra. War schon schade, dass ich hier nichts mit Kenny finde. Weil Kenny ja übelst dieser ESL ist, ne? Guck mal, ich kann das aber nicht deutlich machen. Wunderbar. Hier ist Kenny S. Warum kann man genau das nicht runterladen? Guck mal, Kenny S. Alles kannst du nicht runterladen. Hat das was Weisen, Digga? Hat das was Weisen? Dass du das nicht runterladen darfst? Wäre halt schon lustig, ne? Nee, der hier was verschwören wollen. Ich möchte unbedingt einen Kenny S Game sehen. Und das funktioniert. Oh mein Gott. 1,2 Millionen Zuschauer hatte dieses Case, Digga. 1,2 Millionen das Case. Oh shit, Digga. Oh shit, man.
Komm, laut schneller. Ich will das Kenny S Game sehen. Let's go. Gibt's ja noch irgendwie ein besseres von Kennys? Kenny ist richtig reinschallert. Nein, gut. Wir schauen uns erstmal das Kenny S Game an. Für 10 Minuten. 10 Minuten, dann muss ich weg. Oh, auf das 2, Digga. Kenny S und das 2, Junge. Ganz böse Mischer. You were referring to the crowd then, because that is going to be part of the challenge as well. Probably so. Oh, I think the pistol round is about to start here. Okay, prediction coming into this one. Very Face, der Grund ist, dieses Spiel ist nicht meiner zu spielen. Ich war selber ein legit Player, aber ich hab's aufgegeben mit legit. Es ist aufgegeben. The pistol is now coming in to fruition, and let's have a look at the bar. We do have Team Envious on the T side. There we go, ladies and gentlemen. It is the SO1 Cologne Finals. It is Fnatic versus Envious. The pistol round is underway. Here we go then. Fast execution into the B tunnels here. We can see one player lurking in T-spawn, but the CTs have got some aggression onto the short area as well. They're trying to get as much intel as they possibly can, but not finding anything yet. Oh no, this could be a big problem here. If Happy goes down, a lot of the setup for Envy is going to be... Hey, well, look at this, he actually sees two people. Flusher, blind shot, takes down Apex, and now they're in the B bomb site. Flusher getting a chance to reload. Backup is already here on Kiyoshima. Stunning shot to shot down all of Monsters now. 4v4. Still alive. Kenny gets a kill. Kenny ist wieder absolut legit. He's out of ammo. A knife is down. What's happening? Digga, absolut crazy, Alter. He goes down. NBK. He drops Flusher. It's going to be a 2v2. No bomb plan. And there it is. Happy double kill and Envy. They take the pistol. Amazing stuff there. We saw the CTs pushing to try and get some information at the start of the round. The quick execution into B. There was such pandemonium in. Look at this moment. Both players running out of ammo on the platform. And NBK taking the knife there. Amazing stuff there. And what a brilliant start for Team Envious as they take the first round on Dust 2. We can see though the force spike coming in from Fnatic. They definitely will have a taste of blood going into this round. How will they react to it? They were looking to stack out the B side, maybe go for that passive take over on A, but Happy you can see here, just drilling down, taking a look around. NBK and Apex on the creep through. You saw the incredible opening statistics. Pronex is the man that's going to get tested if Apex were to pick through, but nobody's showing. This is Fnatic playing a very passive. Apex is going to push on through. Good little flash here. Doesn't get a second, taking down to 3 health, but somehow gets away with a life because Kenny S comes in and supports. That's perfect information gathered. As we said, though, Flusher answers back onto NBK. Scout on Scout. He takes the scalp of NBK there, and now it's a 4-on-3 situation in favor of Envious. Well, if this is how we start, you got to wonder where we're going to end in this grand finals. There's JW to take down Happy, and it's back to a 3v3 here. Envy, usually they're the ones dishing out this kind of punishment in the second round, but Fnatic, they could do it too, and maybe even better. And JW on long, still fighting there as Apex goes down to Flusher. It's now a reverse kill there as Kenny will drop JW, and it's a 2v2. And Kenny, he's not even that scared. He's actually going to go and look into CT spawn. Bomb is ticking, and there's no kit obviously on the CT side, so retake going to be very tough, and I think they're just looking for the exits. And they can see this is a big round now. They haven't got the kits to play with, so they're just going to be saving those scouts there. But Grims does end up getting it in this round. Very expensive. Gets both of them as well. And that's going to be all the terrorists taken down. A huge economic deficit for the teaser. And I think that sums up how this game's going to go down. Every kill, even when they got the first 2 frags in middle, Fnatic answer back and end up getting a clean sweep there. But the headline is Envious go 2-0 up. It is the start they needed. The crowd very much behind Envious. That may well work in their favor. We saw the French crowd earlier on singing the anthem, but... Here we go, then we can see, look at the buyback from Fnatic. They picked up some rifles there. He goes to that aggression on long. Isn't able to find anything, but it does open the round up. Imagine how mad that is. He actually goes long and around with no body armor, and it's such a common sight to be throwing grenades in there. If he gets tagged with no body armor, he's going to be very low on health. Apex had armor, but still down to 58. He's going to keep being here, and he goes down to Flusher. That might have been a bit of a slip up, and that's now a man down to Team Envy. That's going to cause some problems. Smoke
from Pronax is delaying him. Push through the smoke, went too aggressive. Flusher catches him in the back, and this is a disaster. Now for Envy, they tried to help out, but Fnatic's force is working wonders. MBK is creeping through over onto B side, but he's going straight into Crimson Olofmeister. He'll go down. Flusher raining the shots through. This has not gone Envy's way. Yeah, some big mistakes being made there. They didn't need to commit one by one into the middle area, getting taken down by the scout. And this, they can see, they have got the AWP remaining, but 5-on-2 situation, you really do have to favour the CT setup here. Looking incredibly strong there, and JW does take that. Happy's going to be the last man remaining, but that is a round on the board for Fnatic, and that force buy does work out for them, and it was a crazy situation going into that round. They even salvaged the AWP that Kenny was wielding at the beginning of the round, and that's going to be on JW, not something that's going to make anybody on Envy smile. Envy, on the other hand, they're not going to bend so easily. Even though they actually didn't get that many kills in the round, they're still going to buy up here everyone except Kenny, that is. This is the stubbornness I talked about. No team will want to back down in these initial stages of the game. You can see them getting Tech 9s and P250s. All 5 players coming into the B tunnel, so potentially going to do a similar tactic to what they do on the pistol, smoking up and then going straight through. They have got to smoke on MBK there, so they're biding their time, waiting for the CT utility to be used up here. Flusher with the AK holding a CT spawn. He's going to be checked out. Happy is the sole man that's going to check this angle, but Crimson Olofmeister has been so solid, and they're holding B site very deep as well. You can see Flusher just tucked in there, and they're going to burst on the smoke straight into B site. That's going to be a great flash, but Crimson not going to the shot straight away. We'll manage to get a little pick around, but Kyo comes in with a pistol. They managed to get Olofmeister. The B control is in the hands of Envious. Somehow they managed to find the heads of Fnatic the second they peaked. Yeah, and you can tell Fnatic right here, they're not even going to try and go for it. They know they've got the rifles picked up, they already have armor, and even without any grenades here on the terrorist side, holding the B-bomb site is still a lot easier. Happy sneaking out into the middle, is going to get caught by Flusher, but these are all just exit frags. And you know what, Henry, this has to sting for Fnatic, because they run a very similar strat themselves when they have pistol armor, except Fnatic do a much more interesting. That's a nice shot, long range, but it gets refragged. But Fnatic's variation of this strat involves actually standing behind the smoke and that's exactly what they run on their pistol round, and we know how strong Envious can be with these force buy with pistols as well. They're just running with P250s and found the first 2 frags. That's so